Wird der digitale Euro programmierbar sein? Mit dieser drängenden Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Es sind ja in den letzten Wochen und Monaten viele Videos zum Thema digitaler Euro in YouTube veröffentlicht worden. Wir haben ja selbst auch einige dazu gemacht. Vielfach wurde das ausgelöst durch eine Aussage der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die gesagt hat, dass die Evaluierungsphase für den digitalen Euro im Herbst 2025 endet und dass man sich dann entscheiden muss, was hier mit diesem Projekt weiter geschieht. Viele haben das falsch interpretiert und gesagt, dass der digitale Euro schon im Herbst 2025 kommt. Das ist natürlich nicht der Fall, das war nie der Fall, davon wurde nie gesprochen. Aber natürlich an diesem digitalen Euro wird mit Hochdruck gearbeitet, da sich die USA hier entschieden haben, zunächst keinen digitalen Dollar aufzulegen, hat jetzt hier die EZB Morgenluft gewittert. Sie will hier führend werden, was digitale Währungen anbelangt. Man hat ja sowieso ein bisschen so die Gelüste, den Dollar hier als Leitwährung der Welt abzulösen. Und da passt natürlich dieser digitale Euro hier perfekt ins Bild. Also ich gehe hundertprozentig davon aus, dieser digitale Euro wird kommen. Wann, das weiß man noch nicht so genau. Aber ich denke ehrlich gesagt eher früher als später. Wie gesagt, man will hier nutzen, dass die USA jetzt ausnahmsweise mal technologisch federführend nicht dabei sind und will hier in die Bresche springen. Das heißt also ganz klar, ich gehe davon aus, dass der digitale Euro kommt. Nun ist mir völlig klar, da gibt es viele Ängste und natürlich auch viele Sorgen, die man sich zu diesem Thema machen kann. Und natürlich sind diese Ängste auch nicht unberechtigt. Wir haben ja gerade in Deutschland erlebt, was passiert, wenn es hier zu einer Währungsreform kommt. Da wurden ja schon mehrfach in Deutschland ganze Vermögen hier vernichtet. Das heißt, wir sind da besonders sensibilisiert, was dieses Thema anbelangt. Aber ich will jetzt mal ein bisschen weggehen von dieser diffusen Panik und Sorge, sage ich jetzt mal, sondern zu ganz konkreten, harten Fakten. Dazu hat der Professor Christian Rieck, der einen sehr guten YouTube-Kanal hat, ein sehr gutes YouTube-Video gemacht. Er hat ja auch ein Buch zu dem Thema digitaler Euro geschrieben. Ich kopiere den Link zu dem Video hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Dort spricht er mal so über einige kritische Punkte, die den digitalen Euro betreffen und wirft dazu auch natürlich ganz wichtige Fragen auf. Eine wichtige Frage zum Beispiel ist, wird der digitale Euro anonym sein? Oder kann dann letztlich hier von Behördenseite genau geprüft werden, wen ich wann für was bezahlt habe? Und die Antwort hat die EZB bereits gegeben. Der digitale Euro wird nicht anonym sein. Wie immer wird hier vorgeschoben Geldwäscherei, Bekämpfung, Terrorismusbekämpfung, bla bla bla. Diese üblichen Gründe. Also die Begründung ist ja komplett hanebüchen. Das weiß ja jeder. Wie viele Terroristen gibt es in der EU? Vielleicht 5, vielleicht 25, ich weiß es nicht. Deswegen sollen nun angeblich hier 500 Millionen Menschen ihre Privatsphäre aufgeben. Ist natürlich völliger Quatsch. Dieses ganze Thema Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, das war schon immer nur vorgeschoben, ist immer nur vorgeschoben, ist eine glatte Lüge. Hier geht es immer nur um Macht, hier geht es darum um Transparenz, hier geht es darum, um das Vermögen der Bürger überwachen zu können, Steuern zu erheben und so weiter und so fort. Das hat mit Terrorismus und Geldwäschereibekämpfung nichts zu tun. Das kannst du durch in der Pfeife rauchen. Somit wissen wir also schon, wie hier der Hase läuft, was den digitalen Euro anbelangt. Aber natürlich, das hat uns ja auch nicht wirklich überrascht. Vielleicht wäre das der Zeitpunkt für dich, ein Konto in den USA zu eröffnen. Mir ist schon klar, dass der US-Dollar hier natürlich ein gewisses Risiko hat. Aber da gibt es keinen Informationsaustausch. Sie nehmen nicht am digitalen Euro teil. Also vielleicht wäre das so ein Weg, dich davor zu schützen. Ja, also nur mal als kleiner Einschub. Ein anderer Punkt, den Professor Rieck in seinem Video diskutiert, ist die Frage, ob die Geschäftsbanken hier weiterhin involviert werden in die Ausgabe des digitalen Euro oder ob es hier eine Art Fürstengeld geben wird, wo also hier die Regierung unkontrolliert durch die Geschäftsbanken neues Geld schöpfen kann. Hier gibt es eine positive Nachricht, die Geschäftsbanken werden involviert sein. Schau dir das Video von Professor Rieck an, um zu erfahren, warum das kein so unwichtiges Detail ist, wie du vielleicht denkst. So, und dann ein weiterer sehr wichtiger Punkt, und damit wollen wir uns hier beschäftigen, ist im Grunde genommen die Programmierbarkeit des Euro. Hier gibt es natürlich gigantische Möglichkeiten und ich habe das ja schon in verschiedenen anderen Videos erklärt und ich habe hierbei zum Beispiel die Geldkarte herangezogen, die ja Flüchtlinge
in Deutschland zum Teil bekommen oder auch zum Beispiel Sozialhilfeempfänger in den USA. In Texas, dort wo ich bin, wird die Sozialhilfe auf eine solche Geldkarte aufgeladen und diese Geldkarte ist programmiert. Dieses Geld ist programmiert. Also zunächst mal verfällt das Geld. Ja? Wenn du deine Sozialhilfe nicht ausgibst bis zum Ende des Monats, dann verfällt sie. Du kannst sie also nicht sparen sozusagen. Ja? Wie man sparen soll, ist sowieso nicht klar, aber ich meine, man kann sich jetzt hier natürlich verschiedene Missbrauchsszenarien vorstellen, wo dann zu viele Leute Sozialhilfe beantragen und dann wird es einfach dort angespart und so weiter auf diesen Karten. Also das Geld verfällt am Ende des Monats. Du kannst mit diesen Karten nur bezahlen im Staate Texas. Du kannst jetzt nicht nach Florida in Urlaub gehen und dann hier fein ins Restaurant gehen. Das geht auch nicht. Du kannst nur Lebensmittel kaufen mit dieser Karte und dann auch nur bestimmte Lebensmittel. Also zum Beispiel Hundefutter kannst du nicht kaufen. Alkohol kannst du nicht kaufen. Zigaretten ja sowieso nicht, sind ja keine Lebensmittel, das ist klar. So, das ist mit Programmierung gemeint. Oder man hat in Texas zum Beispiel jetzt diskutiert, ob es möglich sein soll, mit der Karte in Zukunft Samen zu kaufen. Also zum Beispiel Tomatensamen oder Karottensamen oder sowas, denn man hat argumentiert, es könnte ja eine sinnvolle Aktivität sein, dass hier Sozialhilfeempfänger ihr eigenes Essen anbauen oder wenigstens zum Teil anbauen im Garten. Also könnte man ja auch Samen erlauben, obwohl sie natürlich eigentlich keine Lebensmittel, wenigstens nicht im strengeren Sinn sind. Aber natürlich auch Lippenstift oder irgendwas anderes kannst du nicht verwenden. Du kannst auch kein Bargeld mit dieser Karte abheben. Also das alles sind Programmierfunktionen, die es heute schon in verschiedenen Szenarien gibt, wobei es hier natürlich nicht sich um eine Währung handelt, aber ich erkläre das nur, um verschiedene Anwendungsbeispiele dir zu erklären. So, das könnte ich jetzt natürlich auch mit dem digitalen Euro machen. Könnte der digitale Euro programmierbares Geld sein? Wie könnte ich das zum Beispiel verwenden? Hier gibt es jetzt, muss man sagen, alle möglichen Verschwörungstheorien, ja, also zum Beispiel diese 15-Minuten-Städte, dann natürlich auch verschiedene Aussagen des World Economic Forums, die hier immer genannt werden, zum Beispiel You will own nothing and you will be happy und so weiter und so fort. Könnte ich zum Beispiel hier mit dem digitalen Euro Anreize geben, dass man bestimmte Produkte kauft, die mache ich dann sehr viel billiger, andere Produkte werden sehr viel teurer werden. Oder könnte ich zum Beispiel sagen, wenn du in ein Geschäft gehst und du zahlst mit herkömmlichem Geld, mit Bargeld, dann kostet die Tomate 1 Euro, wenn du den digitalen Euro bezahlst, kostet sie nur 10 Cent zum Beispiel. Könnte ich hier auch Funktionen einbauen, dass das Geld verfällt? Könnte ich Funktionen einbauen, dass es hier nur regionalspezifisch einsetzbar ist und so weiter und so fort? Das alles wird ja hier auch der EU vorgeworfen, der EZB vorgeworfen. Da werden alle möglichen Beispiele dafür genannt, wie dieser Euro hier programmiert eingesetzt werden kann. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt. Es gibt natürlich absolut keine Beweise, ja, dafür, dass die EZB das wirklich plant. Also muss da sehr vorsichtig sein, was man natürlich behauptet. Ja. Ich werde jetzt mal hier auf die Website der EZB gehen. Die hat ja ein schönes FAQ hier gemacht zum digitalen Euro. Und das sehen wir hier. Häufig gestellte Fragen zum digitalen Euro. Und das scrollen wir mal nach unten. Und da gibt es Auswirkungen und Überlegungen. Wäre der digitale Euro programmierbares Geld? Der digitale Euro wäre unter keinen Umständen programmierbares Geld. Als programmierbares Geld wird eine digitale Form von Geld bezeichnet, die wie ein Gutschein für einen voraus festgelegten Zweck verwendet wird. Sie ist mit Einschränkungen versehen, wo, wann oder bei wem sie verwendet werden kann. Wie auch in dem Legislativvorschlag der Europäischen Kommission für den digitalen Euro vorgesehen, wäre der digitale Euro kein programmierbares Geld. Er könnte aber für automatische Zahlungen verwendet werden, falls die Nutzerinnen und Nutzer diese Funktion nutzen möchten. Also zum Beispiel solche Dinge wie jetzt Lastschriftverfahren. So könnten Sie beispielsweise eine automatische monatliche Zahlung einrichten, um digitale Euro unmittelbar an Familienmitglieder oder Freunde zu überweisen. Also die EZB sagt hier ganz klar, der Euro soll kein programmierbares Geld werden. Es gibt auch keinerlei Hinweise dafür, dass die EZB das plant. Ja? Das heißt, wer auch immer das sagt, dass es hier programmierbares Geld werden soll, der bewegt sich hier im Bereich der Spekulationen. Ja, das muss man nur an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Deswegen ist es mir immer sehr wichtig in meinen Videos, dass wir hier Gesetzestexte zitieren, dass wir Quellen angeben. Ja. Und momentan ist die Aussage der EZB, der digitale Euro wird kein programmierbares Geld werden. Aber jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Nirgendwo an dieser Stelle steht, dass der digitale Euro nicht die technische Möglichkeit haben wird, ja,
als programmierbares Geld verwendet zu werden. Wir haben dazu schlicht und ergreifend keine Informationen. Wir wissen nicht, wie dieser digitale Euro softwaretechnisch gebaut wird, wie der abgebildet wird. Wird hier in der Architektur der Software, denn das ist ja der digitale Euro, wird hier in dieser Architektur der Software vorgesehen, dass der Euro programmierbar sein wird, oder wird es schon in der Architektur ausgeschlossen? Das heißt, die Statements, die ich dir gerade eben ja hier vorgelesen habe, das sind ja rein politische Statements. Also die Personen, die gerade an der Macht sind in der EU, die haben sich dafür entschieden, dass der digitale Euro nicht programmierbar ist. Nun wissen wir ja nicht, was in 20 Jahren ist. Möglicherweise ist dann eine EU-Kommission, ein EZB-Präsident oder irgendwer anders an der Macht, der genau das Gegenteil möchte. Und der sagt jetzt, dass der digitale Euro programmierbar sein soll. In dem Text, den ich dir geschrieben habe, wird nur eine politische Willensbekundung letztlich wiedergegeben. Da steht nirgendwo drin, dass softwaretechnisch in der Architektur verhindert wird, dass der digitale Euro hier als programmierbares Geld verwendet werden kann. Dazu schweigt sich die EZB aus, dazu schweigen sich auch alle Quellen aus. Dazu findet man schlicht und ergreifend bisher keine Information. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Wenn du Informationen gefunden hast, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir die hier in einem Kommentar mitgeben würdest oder ansonsten auch per E-Mail schicken würdest. Kontaktdetails stehen auf unserer Webseite perspektiveausland.com. Dort findest du unsere E-Mail-Adresse oder auch ein Kontaktformular. Also wenn du Informationen dazu hast, wie der digitale Euro softwaretechnisch aufgebaut sein wird und ob es auf technologischer Basis unmöglich sein wird, diesen zu verwenden als programmierbares Geld, dann wäre ich dir dankbar für weitere Informationen dazu und für gegenteilige Auskünfte natürlich auch. So, und das ist hier das Kritische natürlich. Ja, natürlich, die Politiker können viel sagen und jetzt unterstelle ich dir mal nichts Böses. Vielleicht will ja wirklich Lagarde keinen programmierbaren Euro, sei es drum, vielleicht wollen es die anderen Politiker auch nicht, aber das kann sich ja möglicherweise ändern. Und das ist jetzt genau dieser ganz entscheidende Teil. Wenn es hier um ein solches Geld geht, also um eine Entscheidung, die ja hier Millionen Menschen, Hunderte von Millionen Menschen betrifft, und wenn man jetzt hier auch noch international denkt, möglicherweise Milliarden von Menschen für viele Jahre, Dutzende Jahre, vielleicht sogar Hunderte von Jahren, ja, dann ist es natürlich ganz entscheidend, wie diese Technologie gebaut wird. Und da muss ich sagen, bin ich skeptisch, denn was man hier hört, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach möglicherweise Augenwischerei. Es ist bewusst meiner Meinung nach nicht so klar formuliert, um auch definitiv die Bevölkerung zu versichern, dass auf technischer Ebene sichergestellt wird, dass der Euro nicht programmierbares Geld sein wird. Und weil es nicht so formuliert ist, ja, muss ich natürlich sagen, wir alle kennen Politiker und wir alle wissen, wie ernst es Politiker hier mit der Wahrheit nehmen, habe ich natürlich schon effektiv meine Sorgen. Ja, und wie gesagt, selbst wenn ich den jetzigen Leuten nichts Böses unterstellen will, ich meine, wenn du mal in solche Softwareprojekte reinschaust, wo dann irgendwelche Ingenieure sitzen, die vielleicht ja weit weg sind von der politischen Realität, die dann vielleicht denken, wäre ja ein cooles Feature, bauen wir jetzt doch mal ein, da gibt es dann irgendeine Backdoor, mit der man das doch dann aktivieren kann. Das sind ja alles Dinge bei Softwareprojekten, die dort regelmäßig passieren. Ich habe selbst jahrelang große Softwareentwicklungsprojekte hier für große Unternehmen, für Konzerne betreut und ich weiß, was dort passiert. Ja, deswegen, außer mir sagt da jemand, dass auf technischer Basis hier disabled wird, ja, dass dieser Euro programmierbar ist, wie auch immer man das architektonisch umsetzt, ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber daher muss man meiner Meinung nach schon natürlich Bedenken haben, was den digitalen Euro hier anbelangt und was dort steht auf dieser FAQ-Seite der EZB. Das glaube ich zwar, dass die das vielleicht auch ernst meinen momentan, aber es beruhigt mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Im Gegenteil, es beunruhigt mich, denn ganz wichtige Punkte werden ausgelassen. Ja. Und da denke ich, sind wir als Bürger gefragt. Hier muss man tatsächlich darauf bestehen, dass man hier ausreichende Erklärungen bekommt und auch überzeugende Argumente dafür bekommt. Und vor allen Dingen auch die Aussagen von unabhängigen Spezialisten, Experten, Technikern, die definitiv sagen, diese Software ist so programmiert, dass hier letztlich ein programmierbares Geld ausgeschlossen wird. Also in diesem Sinne
Wir müssen machbar sein. Wie gesagt, wir müssen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Das ist ganz klar. Viele dieser Maßnahmen haben wir ja schon hier beschrieben. Auch da ist natürlich nicht alles einfach. Vorhin hatte ich von den USA gesprochen. Natürlich, da ist man dann hier dem Risiko des US-Dollar ausgesetzt. Da weiß man auch nicht so genau, was da passieren wird. Ja, und wer weiß, was nach Trump passiert. Vielleicht ist dort eine Regierung dann an der Macht, die dann unbedingt hier einen digitalen Dollar einführen will. Wer weiß. Aber hier muss man eben Schritt für Schritt vorgehen. Hier muss man Maßnahmen ergreifen, die man heute ergreifen kann. Möglicherweise kann man nicht zu weit in die Zukunft schauen, aber man muss eben das tun, was sich mit vernünftigem Aufwand tun lässt, um sich und sein Vermögen hier vor einer möglicherweise sehr negativen Entwicklung zu schützen. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit vielen Jahren Mandanten dabei, sich einen Plan B zurechtzulegen, aufzubauen, ins Ausland auszuwandern. Die Lösung und die Antworten, die wir auf solche Fragen haben, ist immer das Ausland. Denn wir wissen, dass es noch sehr viele Länder auf der Welt gibt, die jetzt noch weit hinten dran, weit hinter der EU sind, wo man hier noch relativ lange vor solchen Maßnahmen verschont sein wird. Entweder weil diese Länder eine andere Philosophie haben oder weil sie vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind. Ja, und im Grunde genommen sind solche Länder dann der Schlüssel hier für unsere zukünftige Sicherheit. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie gesagt, ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.